Eine neue Ära steht nun an. Wir, Parabellum Bricks, haben es tatsächlich auf die Beine gestellt und sind jetzt in der Lage, unsere eigenen Produkte zu bedrucken. Das betrifft in erster Linie Figuren, Köpfe und natürlich vieles mehr. Was ihr hier im Hintergrund bereits sehen könnt, ist Teil unseres ersten Releases. Es handelt sich hierbei um 1940er niederländische Soldaten, welche, wie auch die anderen Produkte dieser ersten Welle, im Zuge von Fall Gelb gegen die deutschen Invasoren kämpften. Der Sechsertrupp besteht aus einem Gewehrschützen, einem MG-Schützen, einem MG-Assistenten, einem Offizier, Sanitäter und ein Panzerbesatzungsmitglied. Die historische Genauigkeit und die Qualität waren ein entscheidendes Kriterium im Designverfahren. So haben auch alle Figuren standardmäßig Bedruckung in den Beinen, also sind es quasi 360-Grad-Figuren, denn die Figuren sind vorne, hinten, links, rechts, zwischen den Beinen und auch an den Armen bedruckt. Auch die Rückseiten weisen ein paar Details auf, so sind da ein paar Marschausrüstungsgegenstände angebracht. Als Beispiel können wir hier mal den niederländischen Sanitäter nehmen und den Arm mal zur Seite klappen. Da sieht man auch, dass er dort einen kleinen Dolch an der Seite hat. Hier nochmal die Bedeutung der bedruckten Beine und auf seiner rechten Seite sieht man, dass er da nochmal eine Sanitätstasche angebracht hat mit rotem Kreuz drauf. Ebenso wie seine kleine Armbinde. Die zweite Nation dieses Releases bilden die Belgier, welche mit 4 Figuren ebenso eine kleine Truppe bilden. Von links nach rechts haben wir hier den belgischen Gewehrschützen, daneben den belgischen MG-Soldaten bzw. MG-Schützen. Als drittes haben wir den belgischen Offizier und als letztes einen belgischen Panzerfahrer bzw. Panzerbesatzungsmitglied. Die Rückseiten sind ebenso mit Marschgepäck verziert. Der Offizier hat hinten nur ein paar Falten und der Tanker ebenso. Als exemplarisches Beispiel können wir hier wieder mal den MG-Soldaten nehmen. Und da sieht man auch wieder die Innenseite, also der Beine, die bedruckt sind. Und auf seiner linken Seite hat diese spezielle Figur ein Bajonett angebracht, was auch sich über den Oberkörper bzw. Torso und über das Bein erstreckt. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar kleine Details wie Rucksack oder einen Spaten. Auf der rechten Seite haben wir noch ein Pistolenholster und im Allgemeinen wäre das der belgische MG-Schütze. Dieser hat übrigens Lewis MG-Taschen, denn die Belgier benutzten tatsächlich ein bisschen britisches Equipment mit. Die letzte alleinstehende Figur in diesem Release ist der Zweite Weltkriegs Luxemburger. Tatsächlich haben die Luxemburger im Zweiten Weltkrieg nicht so viel gekämpft, aber wir haben gedacht, um den Kreis zu schließen, bringen wir auch noch eine luxemburgische Figur. Somit ist dann jede Nation, die da mitgekämpft hat, vorhanden und jede Nation hat dann quasi eine Figur, eine Repräsentation. Kommen wir nun zu den Köpfen, denn ein Körper wird nur durch einen Kopf zu einer ganzen Figur. Hier sieht man die verschiedenen Gesichtsausdrücke und manche Gesichtsausdrücke haben sogar einen Chinstrap, also so einen Kinnriemen. Mit dieser Option habt ihr nämlich die Möglichkeit, der Figur einen Helm zu geben und da dieser Kinnriemen immer beim Helm dabei war, kann man quasi andeuten, dass der Helm am Kopf angebunden ist. Hier haben wir auch noch ein paar Kopfbedeckungen, zum Beispiel 2 niederländische Helme, einmal mit Bronze bzw. messingfarbenem Abzeichen und einmal nochmal in grün, wie es auch in Original vorhanden war, und das bildet im Prinzip einen Löwen ab, das Wappentier der Niederländer. Für den Sanitäter haben wir auch noch einen roten Kreuzhelm entworfen, welchen man hier sehen kann. Die Belgier können natürlich auch nicht ohne Helm in die Schlacht ziehen, daher gibt es für sie ebenso einen kleinen Helm. So auch für die Luxemburger, wie man das hier schön am goldgelben Emblem am Helm erkennen kann. Für die Panzerfahrer gibt es diese ganz normalen Lego-Pilotenmützen, also ganz herkömmliche Dinge. Ich habe nur gedacht, es würde sich auch anbieten, die in den Shop zu setzen, dass man dann wenigstens auch für die Panzerfahrer was hat. Ein Soldat ohne Waffe, das geht natürlich nicht. Deshalb haben wir bei Brickarms wieder ein paar Produkte eingekauft. So sieht man hier zum Beispiel eine ganz schöne Auswahl an neuen Produkten wie Helmen, Waffen und Artilleriegranaten oder auch anderem Kleinkram. Da es keine sogenannte Ruby-Pistole für die Niederländer bzw. Belgier von Brickarms gibt, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die TT-33 Tokarev von Brickarms nehmen, denn diese hat eine ähnliche Form wie diese sogenannte Ruby-Pistole.
Den deutschen Stahlhelm gibt es dann nun auch in mehreren Farben, einmal in Weiß, in Tan, Dark Tan und dann nochmal in Oliv. Somit habt ihr nochmal eine deutlich größere Auswahl an Stahlhelmen. Wenn man die Soldaten nun mit ihren Waffen ausrüstet, dann könnte das ungefähr so aussehen. Für die Niederländer gibt es auch keine passende Waffe, daher haben wir da das M38 Carcano Gewehr denen gegeben. Dieses ähnelt dem Original sehr. Hier sieht man auch nochmal, wie es aussehen würde, wenn man einen Soldaten mit Kopf und Helm bestückt, und dann sieht es doch schon eigentlich sehr abgerundet aus. Es wird auch immer mal wieder zwischendurch ein paar neue Köpfe im Shop geben oder auch vielleicht ein, zwei Figuren. So große Releases wie dieses wird es natürlich auch geben, aber wahrscheinlich wird es so 1, 2 kleine Figuren geben, die dann mit der Zeit reinkommen. Die Belgier sehen natürlich bis an die Zähne bewaffnet auch sehr gefährlich aus, wie man das hier sehen kann. Der Luxemburger erhält ein K98 Gewehr, welches dem luxemburgischen Gewehr von der damaligen Zeit wieder sehr ähnlich sieht. Zum Abschluss wollte ich nochmal erwähnen, dass wir auch Sticker und neue Visitenkarten haben, und diese Visitenkarten wurden nun aktualisiert, nämlich da ist jetzt ein neues Bild hinten drauf. Und wer gleich mehrere Figuren von der gleichen Art kaufen möchte, für den gibt es die Option des Mengenrabatts. So kann man zum Beispiel, wenn man 3 Figuren, also 3 gleiche Figuren kauft, diese Figuren für 14,75 € pro einzelne Figur kaufen. Bei 5 Figuren wären es 14,50 € und bei 10 Figuren wären es fast 14 €, also 13,99 € pro Figur. Für diejenigen, die aber den kompletten Trupp kaufen möchten, gibt es auch eine Option, denn den kompletten Trupp, also kompletten Squad, gibt es dann für 57,96 €. Das heißt, eine Figur kostet quasi nur 14,49 €. Ebenso gilt es für die Niederländer und natürlich auch für alle weiteren Figuren, die in Zukunft erscheinen werden. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch diese Neuigkeiten gefallen und dass ihr mindestens genauso gespannt seid wie wir, wie es in Zukunft mit Parabellum Bricks weitergeht. Also neue Produkte, Figuren, Köpfe, Waffen, Helme und auch natürlich Modelle. Ja, es wird eine fantastische Reise und ich bin gespannt. Also, abonniert alle Kanäle, Links dazu in der Videobeschreibung, natürlich auch zum Shop. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.